Moin zusammen und herzlich willkommen zu einem ganz kleinen Sondervideo. Und zwar habe ich schon so oft jetzt in den Kommentaren wurde ich gefragt, ob ich nicht mal vielleicht ein bisschen was zu meinem Studium erzählen kann. Ganz kurz vorneweg, ich bin selber Student, klar, aber ich habe nicht unendlich viel Meinungen außerhalb, also ich war auf keiner FH, ich war nur auf einer Uni, ich habe auch nicht dual studiert. Das ist natürlich dann immer das, was euch überlassen bleibt. Man munkelt zumindest, dass das duale Studium natürlich irgendwie leichter ist, wenn man sich finanzieren möchte, sprich man arbeitet nebenher natürlich auch noch bei einem Unternehmen. Das macht natürlich den Geldfaktor schon mal ein bisschen leichter, denn ja, man muss sich auch irgendwie sein Studium finanzieren und wenn man nur studiert, dann kostet das Studium eigentlich nur. Also man hat Miete, die man zahlen muss, man muss von irgendwas leben, also wenn man nicht bei den Eltern leben kann natürlich, aber man muss irgendwie was essen können und man muss natürlich auch die Studiengebühren, in Anführungsstrichen, das sind keine Studiengebühren, aber man muss halt einen Semesterbeitrag zahlen, weil man auch Vergünstigungen kriegt, also sowas wie Semesterticket ist vergünstigt und man muss natürlich auch schauen, ob man irgendwie in die Uni kommt. Also man muss natürlich auch irgendwie immer aufs Geld achten und da ist dann natürlich das duale Studium auf jeden Fall eine Option. Die FH, ganz kurz zur FH, die FH ist ungefähr so praktisch, wie die Berufsschule zum Gymnasium praktisch ist. Also würde ich zumindest mal so behaupten. Also ich habe hier oben auch noch das von der Vitruvius Hochschule offen. Hier sehen wir auch den Stundenplan nochmal. Das Ganze ist eigentlich viel praxisorientierter und sehr viel weniger mit Theorie, wie ihr nachher vielleicht noch sehen könnt. Und Uni ist natürlich sehr forschungsorientiert auch, das heißt, man geht wirklich bis in die allerneuesten, der allerneueste Shit ist auf jeden Fall in der Vorlesung drin, weil natürlich der Lehrstuhl auch teilweise an diesen Dingern forscht und dann auch seine eigenen, vor allem im Master dann natürlich, seine eigenen Erkenntnisse auch den Studenten mitteilt. Und das ist natürlich auch sehr wertvoll. Das kriegt man vielleicht bei einer FH nicht ganz so sehr mit, aber dafür hat man dort mehr Praxisbezug. Also ihr dürft euch die Vorlesung nicht unbedingt so vorstellen, vorne ist jemand und man kann mit dem reden, sondern da sind wirklich so circa 200, also in den Bachelor-Vorlesungen teilweise 400 Leute in einem Hörsaal drin und dann steht da vorne halt ein Dozent, der hält einen Vortrag und dann hört man sich diesen Vortrag an. Also zumindest auf der Uni ist es so, bei einer FH ist das eben anders. Aber bei einer Uni ist es so, da hält da wirklich einer einen Vortrag vor 400 Leuten, der hat seine Folien vorbereitet, also quasi eine PowerPoint-Präsentation oder irgendwie PDF-Folien, normalerweise meistens PDF. Und dann hört man dem zu und danach geht man wieder. Also ich kenne nicht mal, also ich habe mit den meisten Professoren, habe ich noch nicht ein Wort gewechselt. Das muss man sich vielleicht auch mal überlegen, das ist komplett anders wie in der Schule, also da sind einfach mehr als 10 Schulklassen in einem Raum drin. Und da geht es nicht einfach, dass jeder wirklich mit Handzeichen oder sowas sich meldet oder irgendwelche Fragen stellt. Wenn das jeder macht, dann hat man natürlich ein Problem. Meistens sind die Studenten so erschlagen, dass sie überhaupt keine Fragen mehr haben, ohne komplett die Grundlagen zu wiederholen sozusagen. Und das führt mich eigentlich so ein bisschen zu meinem zweiten Punkt. Das Studium, vor allem an der Uni, vor allem am KIT, glaube ich, ist relativ hart, zumindest im Bachelor. Im Master wird es, finde ich, oder ich habe mich einfach nur gut eingelebt, aber auf jeden Fall, finde ich, wird es deutlich leichter. Und das ist wirklich auch so gemacht, glaube ich, also das ist nur meine Meinung jetzt natürlich, aber es ist auf jeden Fall so, dass jeder studieren kann. Also jeder, der ein Abi hat oder eine Fachhochschulreife, kann sich für Informatik am KIT bewerben. Und wird auf jeden Fall angenommen, weil das Ding ist NC-frei, das bedeutet, jeder wird auf jeden Fall genommen. Das heißt, man bewirbt sich eigentlich nicht, man schreibt sich nur ein. Und das ist natürlich irgendwie auch cool, man hat auf jeden Fall einen festen Studienplatz, der wird einem nicht genommen, aber man muss natürlich dann auch überlegen, okay, wir waren in meinem ersten Semester, waren wir 900 Studenten, Informatikstudenten, soweit ich das noch ungefähr weiß, also ganz grobe Zahlen natürlich, nur kann sich um 100 oder sowas vielleicht unterscheiden. Und wir haben nicht mal alle in den Hörsaal. In den größten Hörsaal haben wir nicht reingepasst. Da musste das Ganze noch gestreamt werden in weitere Hörsäle. Also nur mal so, um die Größenvorstellung richtig zu stellen. Und da wird natürlich auch heftig gesiebt. Also die sind jetzt nicht alle fertig geworden, sondern ich glaube, es sind auf jeden Fall mindestens ein Viertel, die abgebrochen haben. Also wahrscheinlich sind es deutlich mehr, auch einige von meinen Freunden haben abgebrochen, weil sie gesagt haben, das Studium ist mir viel zu theoretisch, ich will was Praktisches machen, ich will mal programmieren können, ich will auch wirklich als Aufgabe programmieren können und ich will nicht nur, keine Ahnung, vielleicht in einer Vorlesung im Semester mal was programmieren, der Rest ist Mathe, sondern die wollten dann halt mehr Praxis haben und ja, da ist natürlich eine FH dann deutlich besser oder dann vielleicht eine Ausbildung zum Fachinformatiker. Aber wir können auch noch mal ganz kurz hier durchgehen.
Also wirklich nur ganz kurz, ihr könnt die Seiten auch wirklich alle jetzt komplett offen angucken. Also ich habe da wirklich auch nirgendwo mich anmelden müssen dazu. Unter informatik.kit.edu/Formulare findet ihr das Modulhandbuch. Also es gibt natürlich nicht nur Informatik, zumindest am KIT gibt es zumindest noch Informationswirtschaft und mittlerweile sogar Lehramtfach Informatik hätte ich mal machen sollen. Aber naja, also Informationswirtschaft ist relativ viel mit BWL dann natürlich auch und Informatik ist Informatik heftig. Pure Informatik sozusagen, aber ihr werdet sehen, selbst das stimmt nicht. Ihr könnt hier gerne auch mal die Modulhandbücher hier einfach runterladen und euch angucken. Da sind dann tatsächlich die ganzen Fächer irgendwie beschrieben. Das ist das Bachelor-Modulhandbuch. Hier steht zum Beispiel auch überall Informationen drin, also muss man sich nicht für anmelden oder sowas. Stehen Informationen zu Stammmodulen, also ihr seht es hier auch noch. Ich kann die leider wahrscheinlich nicht, wobei, vielleicht kann ich doch. Ja, auf jeden Fall, wir gehen jetzt hier mal nochmal rüber. Das Studium ist, wie gesagt, sehr, sehr theoretisch. Das heißt, der Zeitaufwand, den ihr im Prinzip habt, ihr habt ja 180 Leistungspunkte, die ihr im kompletten Bachelorstudium habt, plus nochmal 120 Leistungspunkte für den Master. Und ein Punkt entspricht in etwa, ganz grob eigentlich nur, circa 30 Arbeitsstunden Aufwand. Im Semester sollte man circa 30 Punkte machen, was so circa 30 mal 30 Stunden Aufwand im Semester entspricht. Kommt natürlich absolut vorne und hinten nicht hin. Also zum Beispiel für Mathe reichen hier diese 9 Punkte plus 6 Punkte für HM reichen vorne und hinten nicht. Während, keine Ahnung, zum Programmieren ja, reichen die Punkte auf jeden Fall. Also zumindest, wenn man schon ein bisschen programmieren kann. Ansonsten, ja, müsste es sogar selbst, dann müsste es machbar sein. Aber da haben sie auch die Punkte runtergesetzt. Bei mir gab es noch 6 Punkte. Okay, ganz kurz noch. Es ist auch noch ein Unterschied zwischen FH, also hier, und Uni natürlich, was Anwesenheit angeht. Also ich meine, bei einer Uni, bei 500 Leuten im Hörsaal, interessiert es keine Sau, ob ihr da seid oder nicht. Das heißt, ihr könnt tatsächlich alles einfach sagen, ist mir egal, ich lerne mit Folien. Da steht wirklich jemand vorne, der hat Folien vorbereitet, die werden nachher ins Netz gestellt. Ihr habt diese Dinger, ihr müsst eigentlich auch nicht mitschreiben. Es gibt auch entweder diese Folien oder es gibt ein Skript, das heißt sozusagen ein Buch zur Vorlesung, das dann der Dozent geschrieben hat. Und da kann man sich dann super reinarbeiten, kann da was lesen oder sowas, wenn man zum Beispiel keinen Bock hat oder verschlafen hat oder sonst irgendwas. Euch tritt dann niemand in den Arsch. Und das ist bei einer Uni, glaube ich, ein Riesenproblem. Denn viele können tatsächlich sich nicht selber so motivieren, dass sie wirklich auch dranbleiben, auch wenn es mal richtig krass stressig ist. Ich sehe das immer wieder, dass viele Leute einfach sagen, oh, ich kann mich gerade nicht motivieren. Ihr kennt ja selber die ganzen Posts auf 9gag oder Facebook oder was auch immer. Auf jeden Fall gibt es da natürlich auch so Hürden, dass man sich irgendwie selber in den Arsch tritt und dann wirklich auch in die Vorlesung geht. Oder man lernt das Ganze zu Hause. Und ja, das kommt dann natürlich auch auf die Vorlesung drauf an. Wie viel steht auf den Folien, ist dann natürlich auch immer vom Dozent abhängig. Aber in den meisten Fällen kann man ganz gut von zu Hause lernen, kann ich jetzt aus eigener Erfahrung mal sagen. Aber es bringt schon was, wenn man in die Vorlesung geht, also so ist es nicht. Aber es ist natürlich auch dann mehr Aufwand. Okay, wir schauen uns jetzt ganz kurz mal an. Also im Bachelor sind wir noch relativ gut durchstrukturiert. Also hier sehen wir auch, es gibt Pflichtfächer, also zumindest diese 4 sind Pflichtfächer im ersten Semester, im zweiten Semester, im dritten Semester, im vierten Semester, 5. und im 6. müsst ihr halt die Bachelorarbeit machen. Aber es gibt auch komplette Wahlfächer, ihr könnt die machen, wann ihr wollt. Ihr könnt generell alle Fächer machen, wann ihr wollt. Also ich habe auch Freunde gehabt, die haben theoretische Grundlagen der Informatik ins erste Semester vorgezogen. Warum aus dem dritten? Naja, drittes Semester ist Wintersemester. Das heißt, das kann man vorziehen, weil die Vorlesung da wieder stattfindet. Zweites Semester ist Sommersemester, da finden halt die ganzen Vorlesungen einfach im ersten Semester nicht statt. Deswegen kann man sie auch nicht vorziehen. Also ihr könnt auch 5 Semester Vorlesungen im ersten Semester machen. Das geht tatsächlich auch, ist kein Problem. Und generell für die hier oder das da drüben, das könnt ihr immer machen, also komplett wann ihr wollt. Aber generell kann man sich schon recht gut hier dran orientieren. Ich finde, der Plan ist eigentlich ganz gut durchstrukturiert, der macht schon Sinn so. Okay, im Master ist es dann tatsächlich noch freier. Ihr habt da eigentlich nur die Vorschrift, ihr müsst 4 Stammmodule machen, alles andere bleibt euch überlassen. Aber ja, da kommen wir gleich noch genauer zu. Das war jetzt sozusagen diese Grundidee mal, was man so vielleicht beim Studium alles wissen sollte. Also es ist nicht Schule, es ist komplett was anderes eigentlich wie Schule. FH sagt man sich, ist etwas mehr wie Schule. Ihr seht hier auch
Hier sind die ganzen Kurse wirklich als normaler Stundenplan aufgelistet und wir haben auch viel praxisorientiertere, also Sachen wie Webtechnologien oder sowas. Aber Rechnerorga werdet ihr wahrscheinlich auch bei mir drüben finden, Betriebssysteme werdet ihr finden, Grundlagen der Mathematik, aber hier sind eben nur zweimal Grundlagen der Mathematik und nicht so viel. Also es ist schon ähnlich natürlich, aber es ist etwas praxisorientiert auf jeden Fall. Und ihr habt ja natürlich auch eine Anwesenheitspflicht, ihr seid auch tatsächlich da, also es ist wirklich schon so ein bisschen anders, sage ich jetzt mal. Okay, was wir hier jetzt noch machen wollen, ist vielleicht ganz kurz durch die Fächer durchgehen, damit ihr so ungefähr zumindest wisst, also ich meine, das überschneidet sich natürlich auch mit anderen Universitäten, ihr könnt es natürlich auch immer angucken und ich denke, es interessiert vielleicht die meisten von euch, was man tatsächlich alles im Studium so lernt und was man eben auch nicht lernt. Also nicht lernen tut man zum Beispiel Python oder C++ lernt man auch nicht im Studium, jedenfalls nicht zwangsläufig. Java lernt man am KIT im Studium, ich weiß nicht, ob es immer noch so ist, aber ich meine schon. SQL lernt man auch im Studium, aber PHP, JavaScript, HTML, CSS sowieso nicht. Ja, also man lernt nicht wirklich Sprachen oder sowas im Studium, man lernt eigentlich nur sie einzusetzen und das Aneignen von Sprachen bleibt euch dann im Endeffekt überlassen. Es bleibt auch euch überlassen, die Algorithmen dann wirklich zu implementieren, also wirklich zu programmieren oder mal auszuprobieren, wie gut ist jetzt was. Da muss jeder dann für sich überlegen, okay, habe ich irgendwie ein Projekt, was ich noch nebenher führe oder was kann ich machen, dass ich irgendwie tatsächlich ein bisschen Praxisbezug bekomme. Ja, okay, fangen wir mal vorne an. Grundbegriffe der Informatik ist so ein bisschen Graphentheorie. Ja, eigentlich trifft Graphentheorie ziemlich gut. Im Prinzip macht man genau das da. Programmieren ist Java im Endeffekt, also Java Grundkurs. Ich glaube, die Vorlesung geht bis zu Generic, so war es zumindest bei uns, aber es ist also nicht wirklich allzu tief. Man muss sich natürlich auch immer noch selber damit befassen. Es gibt auch Übungsaufgaben immer dazu, also zu den Fächern hier gibt es, oder zu den ersten paar Fächern, es wird dann immer weniger, je weiter man eben ans Fortgeschrittene hier kommt. Zu Programmieren gibt es auch Übungsblätter und die muss man auch tatsächlich alle machen. Wenn man den Schein nicht hat, also den Übungsschein, sprich man hat die Aufgaben nicht zur Genüge bestanden, dann darf man nicht an der Klausur teilnehmen. Das stellt man sich jetzt vielleicht nicht ganz so schlimm vor, wenn man sich aber überlegt, dass die meisten Leute gerade mal so mit Hängen und Würgen 50% der Punkte in dem Schein von linearer Algebra bekommen haben, dann ist es schon was anderes. Also die Durchfallquoten sind halt auch echt heftig an der Uni. Ich weiß jetzt nicht, wie es an der FH aussieht, ich habe mir sagen lassen, es ist nicht so schlimm, aber man weiß es trotzdem, also ich weiß es nicht aus erster Hand, aber an der Uni sind tatsächlich auch Durchfallquoten in Prüfungen von bis zu 60, 70, teilweise 80% möglich. Das heißt, 80% der Leute haben dann eine schlechter als eine 4.0 geschrieben und haben damit nicht bestanden. Nicht bestanden bedeutet in etwa so viel wie, okay, man hat 2 Versuche, erster Versuch nicht bestanden, nochmal schreiben, zweiter Versuch nicht bestanden in die mündliche Prüfung. Wenn man da nicht besteht, dann wird man gegangen. Das heißt, man fliegt von der Uni tatsächlich. Also man hat das Studium dann nicht geschafft. Das gibt es tatsächlich auch. Das ist nicht so wie in der Schule, ja gut, ich wiederhole ein Jahr oder sowas. Nein, da ist man dann tatsächlich raus. Okay, höhere Mathematik. Ja, also generell zu Mathe kann ich mal sagen, Mathe ist heftig. Mathe ist komplett anders wie in der Schule. Ich hatte in Mathe immer 15 Punkte in der Schule, war kein Problem. Ich war eigentlich mega gelangweilt immer. Und in der Uni ist es komplett andere Mathe. Also ich hatte Leute getroffen, die waren in Mathe in der Schule eigentlich nicht so die Cracks, aber sie haben trotzdem in der Uni eigentlich alles gut verstanden, mehr oder weniger zumindest, so wie wir alle halt. Man muss wirklich von vorne im Prinzip Mathe lernen. Vor allem höhere Mathematik ist eigentlich so mit n-dimensionalen Räumen, also n ist dann tatsächlich eine Variable, ihr wisst nicht, wie viele Dimensionen ihr habt im Endeffekt. Ihr habt dann zum Beispiel einen Vektor mit n Dimensionen. Das heißt, wir haben einen n-dimensionalen Raum. Kann man sich nicht vorstellen, wir kennen nur 3 Dimensionen. 3 Dimensionen ist lächerlich für höhere Mathematik. Da geht es dann schon teilweise in die Tausenderbereiche im Kopf dann tatsächlich. Man weiß es aber nicht, wie viele Dimensionen man hat. Und dann geht es auch um Grenzwertberechnung und solchen Abfuck, was aber noch eigentlich machbar ist. Lineare Algebra ist da schon ein ganz anderes Kaliber. Zumindest am Anfang denkt man, Ella ist ganz okay. Und später wird es dann immer heftiger und schlimmer, weil Ella ist dann sehr, sehr viel beweisen. Auch in der Prüfung müsst ihr viel beweisen. Das heißt, ihr habt irgendwelche Sätze und ihr müsst anhand dieser Sätze dann neue Sätze beweisen. Das ist dann schon ziemlich tricky, wenn einem gerade irgendwie nicht einfällt, wie man das Ding jetzt beweist. Also es gibt da schon so ein paar Tricks, man kann es zumindest grob lernen, aber oftmals ist es einfach auch wirklich komplett unverständlich. Okay. Und ihr seht hier auch, Mathe hat einen riesigen Anteil, eigentlich den größten Anteil an eurem Studium.
Das meiste ist Mathe, dann praktische Informatik, praktisch in Anführungszeichen bitte, und theoretische und technische sind sogar weniger als euer Ergänzungsfach, dazu aber gleich noch mehr. So, dann zweites Semester ist Algorithmen, da lernt man solche Sachen wie Datenstrukturen, also sowas wie Listen, vor allem Listen von vorne und von hinten komplett einmal durchgenommen. Softwaretechnik ist also halt auch wirklich die einzelnen Operationen von der Liste einfügen, FIFOs, LIFOs, den ganzen Kram. Könnt ihr gerne mal alles googeln, was ich hier so sage. Dann Softwaretechnik ist das Entwickeln von Softwareprojekten, also wirklich auch Muster anwenden, planen, Wasserfallmodell, auch Sachen wie Spezifikation schreiben oder sowas gehört da rein. HM und LA2 jeweils ist einfach noch schlimmer als HM1 und LA1, also da ist dann der Schein auch tatsächlich freiwillig, also man muss das nicht machen, also die Übungsaufgaben, um an der Klausur teilnehmen zu dürfen, würde man noch meistens nicht schaffen. Gut, dann Rechnerorga ist technische Informatik, das ist eins von 2 technischen Informatik-Dingern. Achso, zu HM, ihr schreibt auch wirklich HM1 und HM2 die Prüfung zusammen. LA1 und LA2 schreibt ihr auch zusammen, oder zumindest war es bei uns noch so. Und Rechnerorga und Digitaltechnik schreibt ihr auch in einer Prüfung dann tatsächlich. Also das sind wirklich nur eine einzige Prüfung, nicht irgendwie während dem Semester irgendwie Klausuren die ganze Zeit, sondern eine einzige Prüfung. Und wenn ihr es dann am Ende habt, dann habt ihr es, und es gibt auch keine mündliche Note, die euch rausreißt. Das Einzige, was es da gibt als Endnote, ist wirklich diese Prüfung. Das heißt, es hängt wirklich alles davon ab. Rechnerorga ist ja mit Hardware im Endeffekt auch ein bisschen Assembler programmieren, aber nicht so allgemeines Assembler, sondern MIPS Assembler war es bei uns damals, was vielleicht verdeutlicht, wie Assembler funktioniert, aber was nicht wirklich in der Praxis irgendwie zum Einsatz kommt. Digitaltechnik ist mit Logik relativ viel, dann aber auch mit Schaltkreisen so ein bisschen. Also schon relativ technisch, aber nicht so technisch wie die E-Techniker das Ganze haben. Dann Wahrscheinlichkeitstheorie und Statistik ist eigentlich das angenehmste der 3 Mathe-Module, weil es zumindest machbar ist. Und es kommt einem wie ein Spaziergang vor nach HM1 und LA1. HM und LA. Praxis der Softwareentwicklung ist was ziemlich Cooles. Das ist ein Projekt, was man im Team macht. Und deswegen zählt es auch nur zusammen mit Teamarbeit in der Softwareentwicklung. Das kann man zusammen belegen oder muss man zusammen belegen. Und da werdet ihr in ein Team gesteckt von, also bei uns waren es 6 Leute. Es gibt aber auch Teams von 4 Leuten. Es gibt, glaube ich, auch, ich glaube, zwischen 4 und 6 Leuten ist so Standard. Und da wird irgendeine Software entwickelt, also wirklich von der Spezifikation komplett nach dem Wasserfallmodell bis hin zu Testen und dann wirklich auch eine Live-Demo und sowas. Das ist ziemlich cool. Gut, dann Betriebssysteme. Betriebssysteme beinhaltet so Sachen wie Scheduler, was muss der können. Da macht man auch ein bisschen C-Programmierung, aber sehr, sehr hardwarenahes C. Solche Sachen da eben im Endeffekt. Also was muss ein Betriebssystem können? Theoretische Grundlagen der Informatik sind hauptsächlich solche Sachen wie Sprachtheorie, also P, NP, P-Space und solchen Kram. Dann Turing-Maschinen kommen da dran. Turing-Maschinen kommen auch zumindest ansatzweise in Grundbegriffe der Informatik, meinte ich noch dran. Ich weiß aber nicht mehr genau, wo das war. Das ist eigentlich hauptsächlich theoretische Grundlagen der Informatik. Kommunikation und Datenhaltung waren bei uns noch 2 Module. Das ist aber mittlerweile scheinbar 1. Ich weiß nicht, ob man die jetzt auch zusammen prüfen muss. Aber Kommunikation ist im Endeffekt Rechnernetze, das heißt tatsächlich ISO-OSI, Schichtenmodell. Also da ist wirklich dann auch schon Programmieren komplett fern eigentlich. Man hat da eben solche Schichten, also Schicht 1 ist wirklich die physische Schicht, Schicht 2 ist dann Ethernet und so weiter und so fort, bis eben weiter wie Schicht 4 kommt man eigentlich nicht oder macht man eigentlich auch nicht, das wäre dann TCP und UDP. Da kommt dann auch demnächst sogar noch eine Serie von mir dazu, fällt mir gerade so auf. Okay, Datenhaltung ist Datenbanken, also wie layoute ich meine Datenbanken, was ist SQL und wie funktioniert SQL. Gut, Numerik ist Mathe, nochmal richtig viel und auch nicht wirklich einfach, muss ich sagen. Solche Sachen wie Gradientenabstieg und so Zeugs eben dann im Endeffekt. Okay, dann zu Programmierparadigmen. Programmierparadigmen behandelt 7 Programmiersprachen in einer einzigen Vorlesung, was echt viel ist und wo jede Sprache eigentlich viel zu kurz kommt, aber man zeigt oder soll zumindest zeigen, welche Sprache für was irgendwie sinnvoller ist und warum sie dafür sinnvoller ist. Hier wird auch zum Beispiel Haskell oder Prolog behandelt.
Könnt ihr bei mir mal kurz reinschnuppern, ob euch das was zusagt zumindest, aber es ist auch ein Pflichtfach, das heißt, da muss man dann auch nochmal durch. Und auch Lambda-Kalkül ist hier, es ist eigentlich keine Programmiersprache, es ist eine theoretische Programmiersprache, aber es ist ziemlich heftig und ja, wahrscheinlich wird mich Anthony jetzt gleich töten, aber ich mag Lambda-Kalkül absolut gar nicht. Ihr könnt gerne mal meine Videos dazu angucken, ich finde das Ding einfach nur mega unpraktisch. Okay, dann... Ja, Wahlfächer. Nee, machen wir erst Ergänzungsfach. Ergänzungsfächer sind tatsächlich Fächer, die nichts mit dem eigentlichen Informatikkram zu tun haben, sondern Anwendungen davon. Das heißt, ihr müsst was komplett anderes machen. Ihr habt es ja schon gesehen. Ihr könnt Recht machen, ihr könnt Mathe machen, Physik machen, Maschinenbau, Elektrotechnik und Wirtschaftswissenschaften. Und ich habe mich für BWL entschieden, also Wirtschaftswissenschaften, was im Nachhinein wahrscheinlich die bessere Wahl war. Recht wäre auch noch sehr gut gewesen, aber ich muss sagen, ich mag das eigentlich nicht, dass es so absolut bezugslos ist. Also man hat da nicht irgendwie BWL für Informatiker oder Recht für Informatiker, sondern man hat wirklich von dem BWL-Studiengang die Grundfächer. Das heißt wirklich Vorlesung 1, 2 und 3 und dann noch irgendwelche anderen Vorlesungen von BWL tatsächlich. Also die BWLer dann auch wirklich hören. Und ich finde das nicht wirklich so toll gelöst hier, weil man sich da irgendwie nicht so richtig vorkommt. Also ich habe mich bewusst gegen BWL-Studium entschieden, wollte das tatsächlich nicht machen, aber habe es dann doch irgendwie machen müssen. Das fand ich irgendwie ungünstig. Schlüsselqualifikation ist eigentlich auch eine ziemlich coole Sache. Da kann man komplett unabhängige Sachen machen, also nicht irgendwie einen anderen Studiengang, sondern irgendwelche Schlüsselqualifikationen im Sinne von Sprachkurs oder Stressbewältigungskurs oder irgendwie sowas in die Richtung. Ein Kurs gibt da 2 Punkte, das heißt, ihr müsst 2 Kurse machen, die sind aber auch wirklich alle sehr entspannt. Also ich habe jetzt für einen Master, da muss man das auch nochmal machen, habe ich Recht belegt. Das war aber auch sehr, sehr entspannt und war auch sehr informativ und ja, lehrreich eigentlich auch. Und dann im Bachelor habe ich 2 Sprachkurse gemacht, einer davon zum Beispiel Schwedisch gewesen, also es war schon sehr, sehr cool. Okay, und die Bachelorarbeit, die dürft ihr euch dann wieder komplett selber aussuchen, wo ihr die macht, ob ihr die jetzt am KIT macht oder ob ihr die an einem externen Unternehmen macht. Das ist aber eigentlich schon fast ein eigenes Thema. So, Seminare generell sind eigentlich immer... man recherchiert irgendwas, man liest irgendwelche wissenschaftlichen Paper und macht am Ende dann einen Vortrag, also sozusagen die GFS in sehr, sehr groß. Dann Stammmodule werde ich gleich noch kurz ein bisschen genauer erläutern. Davon müsst ihr 2 aus, ich glaube 8 Stück wählen oder sowas. Und im Bachelor müsst ihr nochmal 4 aus den restlichen wählen, also nicht die ihr schon gemacht habt. Also ihr könnt nicht dasselbe Stammmodul zweimal machen. Und weitere Wahlmodule sind dann eben komplett frei. Also ihr seid auch komplett frei, wann ihr die macht. Ich würde euch vielleicht nicht erst im 4. Semester empfehlen anzufangen. Ich habe, glaube ich, im 3. Semester schon angefangen, was auch wirklich sinnvoll ist. Und bewerbt euch rechtzeitig auf Seminare, da sind relativ schnell die Plätze aus. Auch auf Praktika oder sowas sind sehr, sehr schnell die Plätze aus. So, noch ganz kurz, halt, stopp, das wollte ich nicht, zum Master. Was doch der Tab, okay. Der Master ist noch freier orientiert und zwar habt ihr Vertiefungsfächer 2 Stück. Und ihr müsst 4 Stammmodule machen. Alles andere ist komplett euch überlassen. Achso, ihr müsst auch noch Seminare und Praktika mindestens 12 Punkte machen, aber was genau ihr da macht, ist euch überlassen. Also ich habe zum Beispiel hier Machine Learning als Vertiefungsfach 1 oder 2. Ist egal, die kann man ja auch vertauschen. Und Sicherheit als anderes Vertiefungsfach und aus den Bereichen dann eben relativ viele Punkte gesammelt und Vorlesungen belegen und so weiter und so fort. Ja, Stammmodule. Kommen wir gleich dazu. Seminare und Praktika sind im Endeffekt können auch hier im Vertiefungsfach dann jeweils sein und dann eben noch andere Wahlmodule, die man aber natürlich dann auch ins Vertiefungsfach legen kann und nicht muss. Masterarbeit ist fix mit 30 Punkten, also wirklich ein volles Semester. Und das Ergänzungsfach, hier habt ihr noch Möglichkeit aus mehr Dingern zu wählen, also Recht, Mathe, BWL und Physik, Maschinenbau ist auch wieder drin und E-Technik, aber ihr habt auch die Möglichkeiten Genetik, Eisenbahnwesen, Soziologie und Medienkunst und andere zu belegen. Ich habe hier tatsächlich Genetik gemacht, was aber im Nachhinein ein bisschen falsch war, weil ich irgendwie nicht so in den Bereich rein möchte jetzt, nachdem ich es gesehen habe. Aber vielleicht war es doch gar nicht so schlecht. Und hier nochmal Schlüsselqualifikation 2 bis 6 Punkte. Ist wie gesagt ein Kurs, dann seid ihr im Endeffekt schon durch. Ich würde euch hier empfehlen, vielleicht nicht ganz so viele Punkte zu machen für 2 bis 6 Punkte. Also ich würde möglichst in Richtung der 2 zumindest gehen, weil es gibt so viele interessante Fächer, die ihr im Master nicht belegen könnt, weil ihr einfach zu wenig Punkte habt. Gut, jetzt noch ganz kurz, das ist glaube ich der Bachelor, ja genau. Zu den ganzen Modulen. Wir haben hier Stammmodule, Algorithmen 2 ist nochmal Algorithmen fortgeschritten sozusagen. Computergrafik, also bei mir war Algorithmen 2 sogar noch Pflicht. Computergrafik, Computergrafik ist wirklich eine tolle Vorlesung, ist auch immer super gemacht. Der Prof ist echt geil.
Dann Echtzeitsysteme habe ich nicht gemacht. Formale Systeme ist viel Logik. Kognitive Systeme ist eine Einführung in Machine Learning im Endeffekt. Mensch-Maschine-Interaktion ist UI-Design, also Interface und sowas. Dann Rechnerstrukturen, also ihr seht, es wird auch wieder ein bisschen praktischer, wenn man dann in Richtung später geht, also nicht mehr so viel Mathe wie am Anfang, sondern es wird immer wieder praktischer, je weiter man nach hinten kommt. Das finde ich eigentlich das Spannende dran. Dann Rechnerstrukturen ist Hardware nochmal. Robotik 1 ist eigentlich auch Hardware, aber es ist halt Robotik, also Hardware im Sinne von Robotern. Dann Sicherheit kennt ihr mittlerweile, glaube ich, alle. Falls ihr mal einen Einblick in eine Vorlesung haben wollt, dann schaut ihr euch am besten Machine Learning oder meine Kryptographie-Playlist an. Das ist relativ beispielhaft, wie eine Vorlesung dann am ehesten vielleicht noch abläuft. Also vielleicht hilft euch das dann auch noch bei der Entscheidung, ob euch eine Vorlesung liegt oder ob ihr vielleicht doch lieber eine FH oder Ausbildung oder sowas macht. Softwaretechnik 2. Softwaretechnik 2 ist Weiterführung im Endeffekt von Softwaretechnik 1, also noch mehr Entwurfsmuster, noch mehr irgendwie, wie kann ich Software entwerfen? Werden wir auch noch irgendwie hier bei mir mal machen, aber nicht so, wie es in der Vorlesung ist, sondern ein bisschen noch in andere Richtung. Also ich informiere mich natürlich auch noch immer nicht nur in der Uni, sondern auch noch nebenher irgendwie in verschiedenen Büchern, Webseiten und so weiter und so fort. Klar. Gut, Telematik ist Weiterführung von, also ihr seht, diese Stammmodule sind eigentlich alle irgendwie so ein bisschen eine Weiterführung. Telematik ist die Weiterführung von Rechnernetze, also im Endeffekt noch mehr zum ISO-OSI, Schichtenmodell und alles. Okay, und dann seht ihr hier ein paar Wahlmodule, das sind allerdings relativ wenige für einen Bachelor. Für einen Master sind es noch viel mehr Wahlmodule. Wie gesagt, ihr könnt das alles hier kostenlos runterladen, ihr müsst euch auch nicht irgendwie anmelden oder sowas, formulare.php oder einfach mal danach googeln. Genau, hier haben wir die Vertiefungsfächer. Daraus könnt ihr jetzt wie gesagt 2 wählen, aber wie gesagt, ihr braucht nur 15 Punkte. Alles andere ist euch komplett frei, was ihr da macht. Theoretische Grundlagen ist so Sachen eben wie Algorithmen 2 oder Algorithmen generell, irgendwie auch Krypto, formale Systeme, halt alles, was irgendwie Theorie ist. Dann Algorithmentechnik ist tatsächlich auch das möglichst effiziente machen, also das ist jetzt Master übrigens gerade, das sehr effizient machen von Algorithmen. Sicherheit ist halt Kryptographie, eigentlich hauptsächlich, hier fällt eigentlich nur Kryptographie rein. Eigentliche Sicherheit ist hier nicht drin, witzigerweise, die fällt unter Telematik. Warum auch immer, aber der Prof ist halt hauptsächlich Telematiker-Prof. Der Kryptographie-Prof ist natürlich hier dabei, also Kryptographie ist hier wirklich sehr ausführlich vertreten. Ihr seht auch einige Praktika, hier gibt es dann übrigens teilweise auch ein paar Hacken-Praktika, falls ihr da Interesse habt. Oder Pentesting eigentlich, man möchte es eigentlich nicht Hacken nennen. Gut, Betriebssysteme gibt es relativ wenig, Low-Power-Design, Micro, keine Ahnung, ich habe das nicht belegt, alles nicht. Parallelverarbeitung ist möglichst viele parallele Kerne, also auch so Sachen wie auf der Grafikkarte rechnen fällt da natürlich irgendwie auch so ein bisschen mit runter, oder Multikernrechner und Rechnerbündel oder parallele Algorithmen, also wie kann ich einen Algorithmus möglichst parallelisieren, dass er gleichzeitig laufen kann und am Ende wieder alles zusammenführen in eine Lösung. Solche Sachen fallen da rein. Softwaretechnik ist eben auch, wie baue ich Software, wie warte ich Software, also wie pflege ich Software, wie kann ich auf Kundenanforderungen irgendwie reagieren, wie kann ich aber auch Software automatisch testen und so Zeugs halt. Hier sehen wir auch formale Systeme 2, was eigentlich sehr theorielastig ist mit Anwendungen hier dabei. Dann eingebettete Systeme und Rechnerarchitektur ist sehr hardware-nah, dann eben Mikroprozessoren und all den Kram. Telematik ist ja eigentlich alles, was mit Netzwerk zu tun hat, aber hier interessanterweise auch IT-Sicherheitsmanagement für vernetzte Systeme. Das für vernetzte Systeme kann man sich ja eigentlich schenken. In Wahrheit ist es wirklich IT-Sicherheitsmanagement, in etwa so wie meine IT-Security-Playlist, nicht ganz so praktisch, etwas theorielastiger und mehr Recht drin. Und ja, all diese Sachen halt. Aber okay. Und dann auch so Sachen wie Mensch-Maschine-Interaktion fallen hier interessanterweise auch rein. Informationssysteme ist Datenbanken. Habt ihr auch die Möglichkeit, daraus zu wählen. Computergrafik dürfte klar sein, also nicht Spieleentwicklung, wirklich nicht, sondern wirklich die Grafik dahinter. Also wie baue ich eine Engine? Wie kann ich die Grafikkarte ansprechen? Die haben auch wirklich sehr anschauliche Vorlesungen immer und haben auch immer, soweit ich das von meinem Kumpel weiß, haben die auch immer Übungen dazu. Das heißt, man kann auch immer was Praktisches direkt machen für die Vorlesung oder man muss sogar.
Gut, Robotik und Automation ist dann natürlich Robotik und Automation, das spricht, glaube ich, irgendwie für sich. Anthropomatik braucht noch ein bisschen Erklärung, und zwar hier haben wir den kompletten Machine Learning Bereich, also wir sehen hier maschinelles Lernen 1, maschinelles Lernen 2, die habe ich belegt, die waren echt super, neuronale Netze war auch echt gut. Aber auch natürlich hier dann so Sachen wie biologisch motivierte Robotersysteme, wobei das natürlich auch in Robotik drin ist. Also da gibt es teilweise Vorlesungen, die in beiden drin sind. Humanoide Roboter als Praktikum und als Seminar und so Zeugs. Also wirklich coole Vorlesungen, hier auch wirklich sehr, sehr viel forschungsorientiertes und sehr spannendes Zeugs. Also auch so Sachen wie Computer Vision oder sowas ist einfach eine super Vorlesung. Ja, und dann sind wir hier schon wieder bei den Ergänzungsfächern, glaube ich zumindest. Habe ich alles? Ja. Okay, also bei den Ergänzungsfächern könnt ihr dann selber gucken. Wie gesagt, einfach aufmachen und dann auf ein Modul klicken. Ich mache das jetzt mal beispielhaft an maschinelles Lernen 1. Da sieht man hier, wer die Verantwortung hat, sprich wer der Dozent auch ist. Man sieht hier, wie viele Punkte das ganze Ding gibt. Man sieht, wann es stattfindet. Das stimmt allerdings so nicht. Es findet, ja, doch jedes Wintersemester ist korrekt, ja. Dauer normalerweise immer ein Semester. Welche Sprache? Es gibt auch viele englische Vorlesungen. Wobei nicht ganz so viele wie an anderen Universitäten, habe ich mir sagen lassen, und dann in etwa das, was hier behandelt wird. Also ihr könnt da gerne mal auch selber reingucken, und ja, das war's von meiner Seite, glaube ich. Wie gesagt, hier habe ich nicht ganz so viele Informationen, aber ich glaube, die Broschüre habt ihr natürlich auch schon gesehen. Wie gesagt, FH ist deutlich praxisorientierter, nicht so forschungsorientiert wie jetzt der Uni oder der Uni-Studiengang. Wahrscheinlich dadurch auch ein bisschen einfacher, weil man halt nicht so viel heftige Mathematik hat, die man halt in der Uni irgendwie mitgeschleift bekommt, aber dafür wird man halt auch an der FH nicht immer angenommen. Aber die Fächer ähneln sich trotzdem sehr, also Pentesting zum Beispiel gibt es hier als Fach, das gibt es zum Beispiel bei uns nicht als Fach, würde ich ganz gerne belegen, aber gibt es leider nicht. Aber dafür hier natürlich auch Grundlagen der Mathematik ist auch dabei. Also ihr seht auf jeden Fall Parallelen, und ich glaube, ich konnte schon einiges deutlich machen jetzt hier durch dieses Video. Ich hoffe, ich konnte denjenigen, die vielleicht auf der Suche nach einer Uni oder nach einer FH sind oder nach einem Studienplatz generell, konnte ich ein bisschen weiterhelfen, und ja, ich würde euch auf jeden Fall noch empfehlen, euch weitere Quellen einzuholen. Es ist wirklich eine wichtige Entscheidung, denn immerhin müsst ihr sehr, sehr viel Zeit eures Lebens sozusagen beim Beruf verbringen, und es ist auch wirklich nicht so einfach, zu studieren, wenn man nicht voll dabei ist. Also ich bin wirklich eigentlich Informatiker von oben bis unten, also nicht körperlich jetzt, ich bin nicht fett oder sowas, aber das ist sowieso ein Vorurteil, aber ist egal. Aber man entwickelt schon so ein bisschen das Gedankenmuster eines Informatikers oder das Gedankenmusters eines BWLers oder sowas. Das ist natürlich dann immer vom Studiengang abhängig, und ich glaube, man kommt nicht durch das Studium durch, wenn man nicht voll dabei ist. Also deswegen sucht euch auf jeden Fall noch andere Quellen. Ich hoffe, dass ich eine sein konnte, und ich hoffe, es hat euch natürlich auch gefallen. Und ja, jetzt bin ich heiser. Wir hören uns beim nächsten Mal. Bis dann. Ciao.